Sommerregen auf deiner Haut, träumst vom Winter unterm Blau. Sag, spürst du das auch? Wenn Kitschkrieg ruft, kommen sie alle. Das Produzententeam arbeitet seit 10 Jahren mit dem Who's Who der deutschen Musikwelt zusammen. Vielleicht hast du recht, ich mach mich gerne taub. Wenn alle Stricke reißen, schieße ich mich raus. Doch ich dachte immer, jeder fliegt. Ich glaube, die Aufgabe von Produzenten ist, Räume zu schaffen, wo Leute stattfinden können, sich wohlfühlen. Das ist so unser Ding, dass wir so einen Raum schaffen und dann die Leute in unsere Welt einladen und dann hoffentlich einen gemeinsamen Nenner finden. Ja, und vielleicht auch, wenn man so einen Magic-Moment eingefangen hat, den in Form zu bringen, ohne das, was das halt besonders macht, so kaputt zu produzieren. Ihr Markenzeichen ist der Minimalismus, musikalisch und in ihrer Bildsprache. Immer in Schwarz-Weiß. Fiji Chris lebt mittlerweile in Los Angeles. Dort produziert und komponiert er die Musik. In Berlin übernimmt dann Fizzle, schreibt mit den Künstlern die Songs und nimmt sie auf. Beste bisher. Geil. Es ist gut und präzise vorbereitet, sodass man sich dann treiben lassen kann. Und ab dann geht die Reise los. Und wohin die Reise dann geht, weiß keiner von den Beteiligten. Weil meistens trifft man sich auch zum ersten Mal. Und dann muss man irgendwie so was ganz Intimes, Emotionales zusammen machen und einfangen. Das ist schon eine recht lustige Veranstaltung. Kommt danach. Zur Veröffentlichung ihres neuen Albums ist Fiji Chris zurück nach Berlin gekommen. Hier in Kreuzberg fing 2015 alles an. Fizzle zieht in Fijis WG ein. Sie sind Mitte 30, Musiker mit Leib und Seele, aber ohne Erfolg und Pleite. Aus der Not heraus beschließen sie, gemeinsame Sache zu machen und nennen sich Kitschkrieg. Also ich war frisch geschieden und hatte von meinem Leben noch einen Trolley übrig. Chris hatte ein Zimmer und eine Couch frei, das habe ich genommen und weiter ging der Plan nicht. Es war wirklich halt brutaler Nullpunkt. Ne? Also wirklich von null haben wir das wieder aufgebaut. Wir haben tatsächlich in einem Wörterbuch Wörter nachgeguckt, deutsche Wörter, die im Englischen auch funktionieren, und haben das dann so zusammen kombiniert. Stellt sich raus, ist total der Zungenbrecher, funktioniert auf Englisch gar nicht so gut, wie wir dachten. Haut nicht hin. Alte Schule, steile Kurve, immer gegen Wind. Sie tun sich mit ihrem Freund Trettmann zusammen, der bis dahin ein Nischenkünstler ist. Von Kitschkrieg produziert und in Szene gesetzt, kommt Trettmann 2017 groß raus. Seelenfänger schleichen um den Block und machen Geschäft mit der Hoffnung. Kitschkrieg bringen Deutschrap auf völlig neue Wege. Ihre Alben werden ein Riesenerfolg. Es gehört immer Glück dazu, so, aber wir waren auch ready. Also wir haben halt auch hart gearbeitet. Also wir waren vorbereitet für den Moment, wenn das Glück kommt, sozusagen. Vielleicht für Deutschrap, wenn man das jetzt so wirklich genau betrachtet, waren wir halt auch so ein bisschen Quereinsteiger, weil wir kommen ja nicht aus dem Deutschrap, sondern wir kommen halt von jamaikanischer Soundsystem-Musik. Und oft hast du ja so Quereinsteiger, die gar nicht so richtig wissen, was sind jetzt hier die Regeln, wie läuft das, machen ihr Ding und dann wird es halt zu etwas Neuem. Und das ist, glaube ich, das, was wir oder was uns passiert ist. Ne? Ich wache auf im Morgenlicht und meine Augen tun so weh. Mit ihrem rohen, reduzierten Sound, ihrer besonderen Bildästhetik werden Kitschkrieg zu den heimlichen Superstars des deutschen Pop und Hip-Hop. Aber irgendwann fühlt sich für sie alles nur noch gleich an. Etwas Neues muss her. Sie arbeiten eine Weile in England, gehen 2023 in die USA. Inzwischen sind sie auch dort erfolgreich. 100 records just blowed on a baddie. 100 snowbunny made it snow in Miami. Popping my big one, drink lean out the Grammy. Top of the penthouse, she sing to me like Brandy. Nun haben sie wieder ein Album mit deutschen KünstlerInnen aufgenommen. Kitschkrieg 2. Es ist ein elektronisches Techno-Pop-Album geworden. Es sind ja jetzt 5, 6 Jahre vergangen, seitdem wir hier nichts mehr gemacht haben. Und da ist halt eine ganze Generation KünstlerInnen nachgewachsen. Wir sind anders. Wir haben
unseren Sound weiterentwickelt. Die Szene hier ist anders, also es ist einfach keine Wiederholung, es ist einfach ein neues Spielfeld. Für die meisten bin ich Miss Bauch, Beine, Po. Doch mir selbst sag ich jeden Tag, bleib einfach du. Du bist gut genug.